Ich begrüße Dr. Rainer Füllmich im Führungsgremium des Corona-Ausschusses. Den kennt ihr ja wahrscheinlich alle, die leisten wirklich eine harte Aufklärungsarbeit. Herr Füllmich, wie sehen Sie die Situation aktuell? Es ist auf den ersten Blick bizarr zu sehen, dass hier, obwohl ja die Weltgesundheitsorganisation vor ein paar Tagen gesagt hat, wir schwenken auf den Kurs von Professor Ioannidis ein. Wir gehen auch davon aus, dass die Mortalität von Corona mit 0,14% in etwa derjenigen der Grippe entspricht. Obwohl die WHO das gesagt hat, scheint die Bundesregierung sich eingemauert zu haben und macht einfach weiter und betreibt weiter Panikmache. Schwer zu verstehen, aber es gibt sicherlich eine Erklärung dafür. Welches ist die Erklärung? Aus den Arbeiten im Ausschuss, unter anderem aber auch mit ziemlich gut vernetzten und sehr genau recherchierenden Journalisten, haben wir den Eindruck gewonnen, dass möglicherweise die Bundesregierung, andere auch, aber besonders die deutsche Bundesregierung sich alleingelassen fühlt, denn der Support, der normalerweise von der WHO gekommen ist, ist plötzlich weg. Warum die WHO sich plötzlich so verhält, das können wir nicht erkennen. Es gibt Vermutungen von Journalisten, die sagen, die Chinesen, die ja da einen maßgeblichen Einfluss haben, hätten plötzlich festgestellt, dass sie zwar mit ihrer Binnenkonjunktur wieder zurechtkommen, aber ihre externen Märkte sind kaputt und dass sie deswegen jetzt möglicherweise sogar Stress mit dem zweiten großen Finanzier, nämlich mit Bill Gates haben. Ist uns auch egal letzten Endes. Es sieht jedenfalls so aus, als würde die Bundesregierung hier ganz offensichtlichen Unfug weiterhin in die Welt setzen, vollständig vorbei an den realen Zahlen. Und ich vermute mal, dass es darum geht, sich einzubunkern, damit man, wenn man jetzt einen Rückzieher machen würde, nicht sofort die katastrophalen Konsequenzen auf sich nehmen müsste, nämlich einen unmittelbaren Rücktritt. Ja, das ist ja verheerend, was da im Moment als Schadenssumme aufgerufen wurde. Offiziell bis jetzt 1,5 Billionen, ich wiederhole, 1,5 Billionen Euro und jeden Tag werden es mehr. Glauben Sie an einen zweiten Lockdown in Richtung Ende des Jahres? Nein, das glaube ich nicht. Aber ich sehe, dass die Gegenseite, so will ich es mal formulieren, versucht, in diese Richtung zu treiben. Das sind Versuche, man versucht immer wieder zu testen, wie weit kann man gehen. Die Gegenseite wird Gruppe von international angesehenen Wissenschaftlern, die man nicht einfach als Aluhutträger abtun kann, plus eine sehr schlagkräftige Gruppe von Anwälten, auch international zusammengetan hat. Also deren Aufklärungsarbeit und die jetzt in Kürze startende Klageflut wird verhindern, dass der Lockdown, auch wenn er möglicherweise gewünscht wird, überhaupt zustande kommt. Jetzt kurz nochmal zu der Klage. Das ist ja eine Massenklage, die Sie dort führen. Können Sie das nochmal in wenigen Sätzen erklären, was da abläuft? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es eine Massenklage gegen Drosten, Wieler und die WHO. Ja, die Absicht dahinter ist diejenigen zunächst mal gerichtlich zur Verantwortung zu ziehen und mit Schadensersatz zu belasten, die nach außen sichtbar falsche Tatsachenbehauptungen aufgestellt haben. Das ist vor allem Drosten, der offenbar auf ein entsprechendes Kommando hin plötzlich Anfang des Jahres seine Meinung geändert hat. Vorbereitet war das schon, denn ich glaube, es ist bekannt, dass er schon ein Paper in Eurosurveillance geschrieben hatte. Aber plötzlich hat er seine Meinung geändert. Wir gehen davon aus, dass er ein entsprechendes Kommando bekommen hat. Und plötzlich erzählte er dann, dass Corona ganz gefährlich sei, so ähnlich wie er es vor 12 Jahren auch schon mal bei der Schweinegrippe versucht hatte. Das ist ja dann dank der Arbeit von Dr. Wodak gescheitert. Und er ist aber dann derjenige gewesen, der auch gleich die Lösung präsentiert hat, nämlich seinen von ihm selbst zusammengebrauten PCR-Test, der angeblich in der Lage sein sollte, Infektionen festzustellen. Das hat die WHO aufgenommen und auf Empfehlung von der WHO, Tedros, ist dann weltweit dieser Drosten-Test für die Feststellung von Infektionen empfohlen worden, deshalb auch weltweit vermarktet worden. Ich glaube, die ersten Sachen kamen von Tipmol-Biol, ein langjähriger, ich würde es mal so formulieren, ganz vorsichtig, Partner von Herrn Drosten.
Und das Zeug ist dann eben weltweit vermarktet worden. Dadurch, dass es auch in den USA und Kanada vermarktet wurde und andere das nachgemacht haben, haben wir da die sogenannte sachliche Zuständigkeit der Gerichte. Wir können aber nicht als Deutsche in den USA eine Klage erheben. Das geht nicht. Das wäre Forum Shopping. Nur weil jemand glaubt, dass die USA oder Kanada der bessere Gerichtsstand sind, lässt man solche Klagen noch lange nicht zu. Aber was geht, ist, dass ein kanadisches Unternehmen oder ein amerikanisches Unternehmen, diese beiden Länder kommen in Frage, weil sie eben die Class Action haben, der selbst durch den Lockdown, der wiederum allein auf den PCR-Test basiert, geschädigt wurde, der kann eine Klage erheben und dann kann er dem Gericht sagen, übrigens, ich bin nicht der Einzige, sondern weltweit gibt es sicherlich noch ein paar Millionen Unternehmer und auch andere, aber erstmal sind Unternehmer am einfachsten, weil die leicht die Zahlen zusammenbekommen. Ich bin nicht der Einzige, da gibt es noch ein paar Millionen. Bitte, Richter, lass diese Klage als Class Action zu. Wenn der Richter das tut, wird er ein Fenster aufmachen, ein Zeitfenster aufmachen und sagen, ihr könnt jetzt euch weltweit anschließen, das wird weltweit durch die Medien, durch die Mainstream-Medien dann veröffentlicht und dann hat jeder in jedem Land der Welt, der auf Grundlage der PCR-Test-basierten Lockdowns geschädigt ist, die Möglichkeit, sich da einzuklinken. Nun gibt es kritische Stimmen, die sagen, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man da zum Erfolg kommt und die Anwälte machen sich nur die Taschen voll. Wie stehen Sie dazu? Ja, das habe ich gehört. Offensichtlich sind das Leute, die keine Ahnung von diesen Dingen haben. Es laufen ja schon solche Sammelklagen. In Kanada hat ein Kollege, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, nicht damit er nicht auch noch gekauft wird, hat ein Kollege eine solche Sammelklage, allerdings gegen einen kanadischen PCR-Testhersteller erhoben, eine Sammelklage wohlgemerkt. Also man sieht, dass es geht. Die Anwälte machen sich hier keineswegs die Taschen voll. Soweit ich weiß, hat noch kein einziger dieser Anwälte irgendeine Mark kassiert. Diese sehr, sehr geringe Gebühr von 800 € wird mit ziemlicher Sicherheit draufgehen für das Ingangsetzen der Klage, für die Infrastruktur. Wir haben ja jetzt die richtigen Partner und ich hoffe, ich kann das in ein paar Tagen auch öffentlich machen. Also wer derart wirklich dummes Zeug behauptet, hat wirklich keine Ahnung von gar nichts. Denn für eine Klage hier in Deutschland, die werden wir auch erheben, aber für eine Klage hier in Deutschland mit einem Streitwert von, also Schadensersatzwert von, sagen wir mal, 50.000, 60.000 € muss man allein, um die Klage in Gang zu setzen, ich schätze jetzt mal über den Daumen gepeilt, 6.000, 7.000 € auf den Tisch legen. Wenn man verliert, zahlt man das auch noch. Ich habe im Internet gesehen, dass es Leute gibt, die darüber fabulieren, oh mein Gott, wenn ihr in den USA verliert, dann müsst ihr auch noch den Gegner bezahlen. Alles dummes Zeug von Leuten, die keine Ahnung von gar nichts haben. Wer kann sich denn jetzt Ihrer Klage anschließen oder was empfehlen Sie Geschädigten? Sind das jetzt nur die Kleinstunternehmer, Mittelstand oder wen sprechen Sie an? Genau die. Wir sprechen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft an, weil diejenigen, die uns beraten, darunter Professor Schwab, gesagt hat, das sind die, die wir als erstes retten müssen. Denn wenn die uns wegbrechen, dann ist kein Geld mehr da, dann fallen uns die Steuern ohne Ende aus, dann werden wir in erheblichem Umfang Sozialtransfers leisten müssen für Arbeitslosengeld und so weiter. Und dann ist irgendwann keine Möglichkeit mehr da, die öffentlichen Institutionen in Gang zu halten, sprich also auch die Universitäten, sprich auch die Justiz. Deswegen sprechen wir zuerst diesen Teil der Bevölkerung an. Jeder andere hat selbstverständlich auch Schadensersatzansprüche. Also das geht auch bis hin zu Schmerzensgeldansprüchen. Nur erstens weiß jeder, dass man in Deutschland so gut wie gar nichts kriegt als Schmerzensgeld, anders in den USA oder Kanada. Die Zahlen sind da ja bekannt. Wir haben uns deshalb auf die Unternehmer, kleine mittelständische Unternehmer, versuchen jetzt auch Selbstständige zu bekommen, aber das ist jedes Mal ein gewaltiger Aufwand von unseren IT-Leuten. Wir haben uns deshalb auf die konzentriert, weil die leicht in der Lage sind, Zahlen zusammenzubekommen. Die können also gucken, was habe ich in 2019 an Gewinn oder an Umsatz gemacht, von März bis Juni und vergleichen das mit dem, was sie in 2020 gemacht haben, und dann haben wir schon mal eine Zahl. Für alles Weitere kommt dann ein Feststellungsantrag hinten dran, denn der Schaden geht ja weiter. Da wird dann beim Gericht beantragt, festzustellen, dass auch der weitergehende noch nicht bezifferbare Schaden zu ersetzen ist. Und dann ist das Ding rund. Jetzt die große Frage, Herr Drosten wird ja wahrscheinlich nicht so viel Geld haben, diesen Schadenersatz zu zahlen, also wenn Sie jetzt gegen ihn auch klagen. Wer soll das bezahlen?
Also, das Ganze hat ja auch eine gewaltige politische Komponente. Selbstverständlich werden die wir da verklagen, die WHO wird das auch nicht können, werden die nicht in der Lage sein, das, was hier geltend gemacht wird, und zwar nicht nur von uns, ich sammle die ja nur in Deutschland, die Ansprüche ein, um sie dann mit Hilfe der amerikanischen oder kanadischen Kollegen anhängig zu machen, sondern ich berate ja, ich glaube, es sind weltweit inzwischen über 50 Anwälte aus über 50 verschiedenen Ländern. Ich berate ja auch alle anderen, indem wir ihnen die Informationen geben darüber, wie es geht. Man muss den PCR-Test angreifen, weil das ist das Herz von allem. Alles andere gibt es ja nicht mehr, ne? Nachdem die WHO sagt, entspricht der einer Grippe die Gefährlichkeit und nachdem feststeht, dass sogar die CDC, also die amerikanischen Centers of Disease Control and Prevention, festgestellt haben, es gibt überhaupt noch gar kein isoliertes Virus. Da fragt man sich also, was wird ja eigentlich behandelt? Da bleibt ja nur noch der PCR-Test als Mittel zur Panikmache. Also der PCR-Test mit der Behauptung, damit könnt ihr Infektionen feststellen. Oh mein Gott, da steigen sie wieder, da steigen sie wieder. Wenn wir den also knacken und klar machen, dass ein positiver PCR-Test null Bedeutung hat für eine Infektion, dann ist das Spiel zu Ende, dann bricht das Kartenhaus zusammen. Wir wissen natürlich, dass diese Leute nicht genug Geld haben dafür, aber die Einschläge kommen ja auch bei denen an, die sich auf deren Beratung in Anführungsstrichen, man fragt sich schon, warum man sich von jemandem beraten lässt, der seit 12 Jahren diskreditiert ist, seit dem letzten Versuch der Pharmaindustrie hier die Kontrolle zu erhalten. Aber die werden sich nicht damit rausreden können, na, wir haben uns hier ja auf kluge Leute verlassen. Erstens deshalb nicht, wegen dieser Vorgeschichte. Und zweitens, weil jeder halbwegs gebildete Mitteleuropäer den Grundsatz kennt, audiatur et altera pars. Den kennen jedenfalls Richter und den kennen auch die Juristen, die im Bundestag unterwegs sind und diese epidemische Lage nationaler Tragweite abgesegnet haben. Das bedeutet, man muss auch die andere Seite hören. Die war immer hörbar, die stand immer zur Verfügung. Selbst wenn man meint, Herr Wodak müsste sich mal besser kennen, könnte man doch wenigstens Ioannidis hören oder Michael Levitt. Die waren immer da. Ne? Und das ist der Vorwurf, den wir am Ende der Politik machen werden, weil wir auf diesem Wege diejenigen Marionetten, die da draußen rumgekaspert sind und diesen Unfug erzählt haben, in die Haftung nehmen werden und diskreditieren werden. Das tun wir übrigens auch im Ausschuss schon in dieser Woche. Wie viele Menschen haben sich denn Ihrer Klage bereits angeschlossen und gibt es irgendein zeitliches Limit? Haben Sie so eine Vorstellung davon, wann es losgeht? Also ich gucke da nicht rein, sondern wie soll ich das sagen, diese Arbeit im Glied, die machen die Kollegen, von denen viele nicht in die Öffentlichkeit gehen können, weil sie eben teilweise für die Pharmaindustrie arbeiten oder für Großkanzleien arbeiten, die sofort rauskegeln würden, wenn bekannt würde, wer das macht. Aber es sind mehrere tausend auf jeden Fall. Es wäre schön, wenn es mehr wären, aber es sind im Moment offenbar im Ausland viel schneller Leute bereit, mit den anderen Kollegen, es läuft dann nicht über uns, sondern die machen das selbst, dasselbe Spiel zu machen wie wir. Also wir gehen davon aus, dass es hier am Ende nicht nur zigtausende, sondern Hunderttausende von Anspruchstellern, wohlgemerkt weltweit, geben wird und dass das Preisschild, auch das politische Preisschild, dann dementsprechend hoch sein wird, mit den daraus zu ziehenden politischen Konsequenzen, wenn diese Klage tatsächlich zündet und es zu einer Verurteilung kommt. Wobei, Herr Most, man muss ja auch eins bedenken, allein die Tatsache, dass das in einem Land, Kanada oder USA, läuft, was ein in der Praxis funktionierendes Beweisrecht hat, was wir nicht haben in Deutschland. Ja, wir haben in der Theorie eins, in der Praxis wird es so gut wie gar nicht angewendet, wenn es um große Unternehmen geht. Sie kennen ja diese Geschichte mit dem strukturellen Ungleichgewicht der einzelne Verbraucher oder Unternehmer gegen ein betrügendes Unternehmen wie VW oder Deutsche Bank. Hätte eine Chance, wenn das Beweisrecht richtig angewendet würde, aber es passiert in Deutschland nur selten, es sind einzelne Leute, die das tun. Aber das, was da in den USA oder Kanada passieren wird, wird uns Beweisergebnisse bescheren, die weltweit von jedem benutzt werden können, auch für Klagen im eigenen Land. Gut. Letzte Frage, wenn Sie jetzt in Richtung November, Dezember gucken, was erwarten Sie dann für Deutschland? Was erwarten Sie für dieses Land? Ich habe das Gefühl, es wird alles ganz, ganz grässlich. Das wird wohl ein harter Winter. Also es wird auf jeden Fall schwierig werden. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass wir in der Lage sein werden, ein paar Überraschungen haben wir ja noch, deswegen kann ich auch nicht die gesamte Klagstrategie offenlegen,
Ich gehe davon aus, dass wir das zum Jahresende unter Kontrolle haben werden und dass dann diejenigen, die sich hier zusammengetan haben, einmal pharmazeutische, einmal Tech-Industrie und deren Investoren, die gleichzeitig auch in Medien investiert haben und die ganz offensichtlich kontrollieren, aber eben nicht vollständig. Ich gehe davon aus, dass wir es bis zum Jahresende geschafft haben werden, die einzugrenzen. Ob dann schon das ganze Problem gelöst ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube nicht, dass es zu einem zweiten Lockdown kommen wird. Ich glaube eher, dass wenn die Möglichkeiten, die hier noch im Mainstream oder in den Leitmedien vorhanden sind, weiter genutzt werden und wenn die Möglichkeiten des Drucks über Polizei und andere weiter genutzt werden, dass es dann mit Sicherheit in einigen Ländern zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen wird. Ich hoffe, das ist nicht das, was die Gegenseite will, denn damit schädigt sie sich ja auch selbst. Aber ich weiß definitiv, in den USA wird sich ein großer Teil der Amerikaner ganz gewiss nicht impfen lassen. Sie wissen, dass seit Anfang dieses Jahres so viele Waffen verkauft wurden wie nie zuvor. Also da wird es dann knallen. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Wenn die Justiz ihren Job macht, werden wir auf andere Weise das Ding lösen können und dafür sorgen können, dass sowas nie wieder passiert. Dr. Rainer Füllmich, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Stellungnahme und wir sind sehr gespannt, wie sich die Sache weiterentwickeln wird. Erstmal vielen Dank für dieses Gespräch und ich denke, dass wir da vielleicht in einigen Wochen noch mal dran anknüpfen sollten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Moss, und machen Sie es gut.